Hallo Leute, herzlich willkommen zum neuen Vlog für diese Woche. Ja, wir wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen. Wie ihr sehen könnt, ich bin schon unterwegs. Ich habe normalerweise heute Nachmittag den Termin gehabt, das Auto wegzuschaffen für den dritten TÜV-Anlauf. Jetzt haben die gerade eben angerufen, haben gefragt, ob ich früher kommen kann, weil die irgendwie noch Kapazitäten zwischendurch frei haben. Und dann habe ich gesagt, kein Problem, ich mache mich direkt auf den Weg. Schwiegereltern sind auch da. Es ist schon ein Haufen Zeug passiert. Ich habe noch nichts gefilmt, weil ich habe heute Morgen noch die restlichen Unterlagen für die Lohnsteuer zusammengestellt und für die generelle große Steuergeschichte und so weiter und so fort, dass das heute alles rausgehen konnte. Das habe ich heute alles erledigt und ja, dementsprechend komme ich jetzt erst gerade zum Vloggen. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ich würde sagen, wir schaffen jetzt erstmal das Auto weg und dann zeige ich euch später, was im Haus geworden ist. Und ja, dann gucken wir mal zusammen, was noch die nächsten Tage so passiert, bevor wir dann in den Urlaub fahren. Also bis dann, ciao. So, Auto ist getauscht. Jetzt heißt es Daumen drücken, dass es diesmal klappt mit dem TÜV. Und ja, morgen tauschen wir das Ganze dann wieder zurück. Ich werde mich jetzt mal direkt auf den Heimweg machen, denn es ist ja gleich schon Mittagszeit und Schwiegermama hat lecker Essen mitgebracht. Das will ich mir natürlich nicht entgehen lassen und dementsprechend ja, mache ich mich jetzt auf den Weg. Ich werde noch kurz Bescheid sagen, dass sie schon anfangen kann, das Essen warm zu machen. Ich werde ja eine gute Dreiviertelstunde noch fahren. Aber ja, dann ist es auf jeden Fall fertig, wenn ich dann da bin. Gut Leute, ich würde sagen, dann bis gleich. Gefallen? Mies. Guten Morgen. Ja, ich befürchte fast, dieser Vlog wird einer der kürzesten in der gesamten Vlog-Geschichte hier auf diesem Channel. Weil ja, im Moment sitze ich halt überwiegend am PC und bin die ganze Zeit irgendeinen Kram am Bearbeiten. Die komplette Steuer und so weiter habe ich jetzt, ja, wie gesagt, fertig. Jetzt kommt heute der neue Arbeits-PC. Da muss ich mich dann kümmern, einrichten etc. pp. Muss dann schon einen Haufen Unterlagen vorbereiten, die ich jetzt am 1.12. brauche. Und ja, für den anderen Channel muss auch noch ein bisschen was aufgenommen werden, jetzt wo wir in den Urlaub fahren, weil da sind gestern die letzten Folgen ausgelaufen. Dementsprechend, ja, heute auch wieder jede Menge PC-Arbeit. Ja, heute Nachmittag müssen wir dann das Auto wegschaffen wieder. Ich hoffe, dieses Mal hat das jetzt alles geklappt mit dem TÜV und man sagt ja so schön, alle guten Dinge sind drei. Also hoffe ich mal, dieses Mal hat es geklappt. Ja, und dann müssen wir mal überlegen, was so wird. Also aktuell bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob wir diesen Vlog dann bis Mittwoch, also bis morgen Abend laufen lassen und ich den dann schneide und ihr bekommt den dann am Sonntag. Oder wir machen am Sonntag ein Infovideo, ein kurzes, dass der Vlog sich um 1-2 Tage verschiebt, vielleicht auf Montag oder Dienstag oder so, je nachdem, wie ich dann dazu komme. Ja, wir werden am Sonntag wahrscheinlich so gegen 16 Uhr wieder da sein. Aber ihr wisst ja, das ist ein Haufen Arbeit, den Vlog zu schneiden. Oder vielleicht wisst ihr es auch nicht, aber ich rede ja ab und zu davon. Das ist ein Haufen Arbeit, den Vlog zu schneiden. Also es sind viele Stunden Arbeit. Dann kommt noch das Rendern dazu. Das dauert dann meistens auch noch mal 1-2 Stündchen. Und ja, dann muss das Ganze noch hochladen. Das dauert dann meistens auch noch mal 20-30 Minuten.
Da muss man das noch einplanen und so weiter und so fort. Also das werden wir dann nicht rechtzeitig schaffen. Also auf jeden Fall gar keine Chance. Also ja, da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Ja, bislang ist der Content ein bisschen mau, aber wir werden mal gucken, was so sich noch so ergibt, was man, ja, wie wir das Ganze dann gestalten. Also ja, solche Wochen gibt's halt auch. Und ich hatte ja auch schon angekündigt, dass es wahrscheinlich jetzt zum Jobeinstieg und so vielleicht ein bisschen weniger Content geben wird, weil ich halt nicht dazu komme, jetzt großartig viel zu machen. Aber es geht auf jeden Fall noch weiter. Und ja, wir gucken einfach mal, was passiert. Also bis später. Es ist mal wieder Feierabend und ich habe gedacht, ich nehme euch mal wieder mit auf unsere große Kochreise, was es heute zum Mittagessen geben wird. Christian hat noch das Essen von gestern essen wollen und ich habe irgendwie in den letzten Tagen mega Bock auf Sushi oder irgendwie sowas in der Art zumindest. Und deswegen wollte ich mir sowas wie Onigirazu, sagt euch das irgendwas? Ist im Grunde Sushi im Paket eingepackt mit Nori-Blättern. Könnte man so sagen. Und ich mache das zum einen bestehend aus dem Rest von dem Räuchertofu. Den haben wir vor ein paar Tagen in Suppe gegessen. Und das ist halt der kleine überlebende Rest davon. Den brate ich gleich da drüben in der Pfanne an. Mit ein bisschen Rapsöl. Ich mag es überhaupt nicht, Sojasauce und so zu verwenden. Das ist mir viel zu salzig, deswegen mache ich es so. Dann habe ich vor ein paar Tagen ja Schnitzel gemacht. Ja, das muss jetzt weg. Und deswegen hopp in den Kopf damit. Und ich möchte da für den Gemüseanteil noch ein bisschen Tomatos, die muss ich gleich noch abwaschen, und Gurke da mir reinstopfen. Und ich habe hier entdeckt, im Kühlschrank haben wir noch veganen Griechen. Da steht halt da, dass man das umdrehen und schneiden soll. Ich bin gespannt, ob das irgendwie fest wie Feta ist. Ich habe keine Ahnung, wie es schmeckt. Ich stehe halt mega drauf, wenn Sushi sowas wie entweder Avocado, sowas Pumpiges ein bisschen enthält. Also entweder Avocado oder eine Frischkäsecreme oder so. Und da habe ich gedacht, ist das hier vielleicht genau das Richtige und Geile. Und zusätzlich dazu, ich muss kurz hier weggehen, weil sonst filme ich die Frau mit, die gerade wieder durch unser Fenster guckt. Ist aber eine andere Frau diesmal. Zusätzlich dazu werde ich hier drüben die süße Chili-Soße ohne sauer. Die werde ich auf jeden Fall verwenden. Wie schon gesagt, das hier anbraten. Das Ganze, den Sushi-Reis, koche ich hier gerade schon mit so einem, wie heißt das? Garkorb, genau. Weil ich unser richtiges Reiskoch-Ding nicht gefunden habe, blöderweise. Naja, egal, es funktioniert ja auch so. Auch wenn es ein bisschen übersifft gerade eben, aber das muss ich dann sauber machen. Und da hinten einfach noch ein paar Nori-Blätter, da packe ich das dann ein, klebe das alles schön zusammen. Und dann gibt es das zum Mammeln zum Mittag. Und während ich darauf warte, dass das alles hier reif wird und so weiter, kann ich hier ein bisschen reingreifen. Meine Mutter hat nämlich zu Halloween mit meinem Vater zusammen diese Kekse gebacken. Mit schwarzen Katzen, da ist ein Geist, da ist ein Knochen, gruselige Eichhörnchen, Fledermaus, ein Igel, der ist nur falsch rum, falls ihr euch denkt, was? Also er ist falsch rum, ihr versteht schon, was ich meine. Und so ein paar andere Kekse und die schnabbeln wir nebenbei weg. Also, wenn ich wir sage, meine ich mich. Und jetzt muss ich, glaube ich, mal den Reis ein bisschen rühren oder irgendwie sowas. So Leute, ich bin jetzt gerade im Auto. Ich habe gerade einen Anruf bekommen. Die Werkstatt hat angerufen, wir können das Auto jetzt schon tauschen. Das heißt, wir haben uns jetzt den Plan ein bisschen geändert. Ich fahre dann jetzt direkt, hole das Auto ab. Und auf dem Weg dorthin hat Sarah noch irgendwie mit einer alten Klassenkameradin ausgemacht, dass ich dort ein paar Kinderbücher abhole. Das werde ich dann jetzt gleich auch mal erledigen. Und ja, danach geht es dann mit Bürokram weiter. Also bis später. Und während der Reis hinter mir kocht und zischelt, wollte ich euch unsere... Ups, habe ich meine Kamera kurz geschubbelt. Unsere neue Aufhängungsanlage, wie auch immer, für Wischtücher, Topflappen und mal eine Küchenschürze zeigen. Oh, hinter mir kocht der Reis über, oh Gott. Und da haben wir hier oben, ich glaube, auf einem Flohmarkt oder so haben meine Eltern das gefunden. Oder von den Nachbarn, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall 3 sehr süße kleine Aufhänger-Dingsbums von einer Kanne, noch einer Kanne und einer Mühle. Und, na, Fokus hier, jetzt hängt das hier. Passend dazu direkt neben dem Gewürzregal, wartet mal, ich schreite mal etwas zurück, damit man sieht, dass das Ganze ein Bild ergibt. Und schaut mal da oben, das Herzl, ne? Das passt nämlich hervorragend. Tada!
zu dem Herzl da oben. Das wurde noch ergänzt, das war ja vorher weiß, falls ihr euch daran erinnert. Und jetzt steht da ein bisschen schickes Geschirr drin in diesem schicki Geschirrschrank eben. Das sind die Neuigkeiten hier aus Esszimmer und Küche, glaube ich, wenn ich nichts übersehen habe. So Leute, da bin ich wieder. Ja, diesmal hat das Auto TÜV bekommen. Es wurden keine weiteren Mängel festgestellt. Und ja, wir können jetzt wieder 2 Jahre lang bedenkenlos rumfahren. Ich habe die Rechnung auch direkt bezahlt. Das war nicht sehr billig mit der mit der Radaufhängung und den ganzen Gelenken und Ölwechsel und Stoßdämpfer und TÜV und bla bla bla. Aber naja, nützt ja nichts. Man muss ja also wir sind ja aufs Auto angewiesen. Und jetzt haben wir erstmal wieder 2 Jahre Ruhe. Ja, so, mal schauen, wie ich jetzt den Nachmittag verbringe. Mein neuer Arbeits-PC ist noch nicht da. Eventuell kommt der auch erst morgen, das wissen wir jetzt auch nicht so genau. Also er war ursprünglich für Mittwoch angekündigt und seit gestern Morgen haben wir dann die Ankündigung, dass er dann heute schon kommt. Wir werden sehen, ob das klappt und ja, ansonsten, ich werde mich gleich wieder ins Büro setzen. Ich habe noch einen Haufen Zeug zu erledigen. Ich muss noch einen Haufen Zeug aufarbeiten. Ja, das wollte ich gerne vor dem Urlaub noch alles erledigen. Und natürlich dann auch noch ein bisschen was für den anderen Channel aufnehmen, damit das da auch weitergeht. Ja, ich denke mal, zum Mittag gibt es heute nur eine Brühe. Die habe ich mir gerade schon fertig gemacht. Ist jetzt ja auch schon um 1. Sarah hat wahrscheinlich schon gegessen. Ich bin ja, wie gesagt, gerade erst wiedergekommen. Ja, und dann gucken wir mal zusammen dann später, wie die restliche Woche noch so wird. Also bis dann. Und guckt mal, wie schön die Deko leuchtet. Sieht man jetzt gar nicht so auf der Kamera, weil es auf der Kamera alles immer so ein bisschen heller aussieht. Aber da leuchten in der Girlande, jetzt sieht man es vielleicht ein bisschen, kleine Lichter. Sieht abends schöner aus. Wenn ich dran denke, filme ich es nochmal abends. Kleiner Zwischenstopp, solange es noch gut aussieht, weil ich nicht der Faltmeister bin. Ich habe einfach Reis unten drunter gemacht auf diesen Teller, habe dann so ein bisschen Gurke und Tomate aufgeschnitten, habe ein bisschen was hier rausgemacht, das ist übrigens sehr fest. Ich habe das jetzt in Scheiben, sag ich jetzt mal, geschnitten und hier unten seht ihr einen ein bisschen vorgucken und dann halt mit gebratenem Räuchertofu getoppt und jetzt mache ich noch ein bisschen Reis drauf und klappe das zusammen und hoffe, dass das, die scharfe Soße noch drauf und hoffe dann, dass das halbwegs zusammenhält. Ich bin ja nicht so der Meister im Pakete packen, aber wir werden es sehen. Päckchen Nummer 1 ist geschnürt, yay! Normalerweise kann man jetzt noch Frischhaltefolie drum machen, dass das halt viel besser zusammenhält, aber ja, so eine Verschwendung will ich jetzt nicht begehen dafür, dass ich es jetzt hier bloß zu Hause esse. Ja, und jetzt mache ich mir hier noch so ein zweites Päckchen davon fertig mit dem Kram und dann schnabuliere ich das mit scharfer Soße noch ein bisschen dazu. Lecker, lecker, Mittagessen! Ich bin momentan im Häkelfieber, wie man vielleicht sehen kann. Morgen kommt Wolle mit ein paar verschiedenen Farben an, denn ich habe Wünsche erhalten für eine Babymütze bzw. eine passende Mama-Partner-Mütze. Und da sind das hier zum einen die Mama-Bärenschnute und dann die Babybärenschnute. Ja, und Flocke ist hier gerade unterm Tisch. Zeig nochmal. Ja, da ist sie nämlich. Und morgen stricke ich dafür dann die Mützen, wenn die entsprechende Wolle da ist. Aber ich wollte schon mal die Schnuten vorbereiten. Und morgen muss ich mal gucken, deswegen hängt der Rest der Wolle noch dran, ob ich eventuell noch eine Runde ranhäkeln muss. Entschuldigung, ich musste husten, ich habe es gerade ein bisschen rausgeschnitten. Und weil ich auch zu Weihnachten schon ein paar Sachen vorbereite, habe ich gedacht, an Weihnachten ist es kalt, da braucht man Mützen. Und meine Schwester und Familie sind so Totenkopf-Fans. Oder alles, was so totenkopfig ist, finden sie gut. Und deswegen habe ich gedacht, auf die Mützen vielleicht so eine kleine Totenkopf-Applikation. Ob das süß ist? Ich weiß es nicht genau. Ich bereite das jetzt erstmal für die ganze Mannschaft vor, dass ich so kleine Totenkopfis habe. Und wenn ich dann morgen die Mützen oder wann auch immer ich die Mützen mache, ich weiß nicht, ob ich das diese Woche alles noch schaffe. Ich befürchte eher nicht, obwohl ich Lust drauf hätte. Sobald ich die dann habe, werde ich die alle mal auf die Mützen auflegen, gucken, ob das cool aussieht oder wie auch immer. Und dann überlegen wir, wie wir es weitermachen. Und dann sind wir jetzt gerade nämlich in der Weihnachtsgeschenkeproduktion. Und nebenbei, ich darf euch nicht sagen, was es ist im Moment, aber bin ich auch noch das hier am Produzieren. Vielleicht erkennt derjenige oder die beiden-jenigen, für die das ist, schon ein bisschen wieder, was es wird. Aber ich denke eher nicht. Vielleicht ein bisschen an der Farbe, aber das war es auch sonst. Sobald es fertig ist, zeige ich es euch.
Kann aber vielleicht nach Weihnachten werden, damit ich das Weihnachtsgeschenk nicht verderbe. Morgen, liebe Leute, herzlich willkommen am Mittwoch. Ja, der Mittwoch fängt gut an. Sarah ist leider krank geworden jetzt über Nacht. Wir mussten heute Morgen auch schon den Hausarzt anrufen und sie ist jetzt erstmal krankgeschrieben bis einschließlich Freitag und wir gucken dann mal, wie sich das entwickelt. Also wir haben dann für morgen schon mal vorsichtshalber einen Termin gemacht, aber wir schauen einfach mal, wie es heute so über Tag ist. Vielleicht ist es ja auch nur so eine, sage ich mal, Tagesgeschichte. Auf jeden Fall hat sie Schnupfen, Nase zu, Ohren zu, Hals zu und Kopfschmerzen und Gliederschmerzen und schlapp und ja, wie man das halt so kennt vom Erkältetsein. Ja, dementsprechend habe ich hier jetzt gerade auch schon eine Wärmflasche gemacht und einen heißen Tee und gleich werde ich dann mal ein paar Brötchen backen und ja, ich hoffe, sie hat dann Appetit und dann wird sie sich wahrscheinlich dann den Rest des Tages ins Bett legen und wir schauen dann mal, was wir machen. Der PC ist gestern noch gekommen, den muss ich heute noch einrichten und ja, generell noch ein bisschen was vorbereiten. Draußen regnet es wie Sau, aber naja, wir werden schon irgendwas finden, was wir uns heute vornehmen können. Guten Morgen, liebe Leute. Ja, ich habe schlechte Nachrichten und zwar, ja, habe ich heute Nacht die ganze Zeit so ein Kratzen im Hals gehabt. Und ja, gestern Nachmittag, da habe ich mich auch schon so ein bisschen so schlapp gefühlt. Da musste ich mich dann auch eine Stunde hinlegen. Das ist normalerweise auch nicht so meine Art. Und ja, Sarah ist nach wie vor ja immer noch krank gewesen oder ist immer noch krank. Und da haben wir uns dann heute Morgen einfach mal aufgrund dieses Kratzen im Hals, was übrigens auch immer noch da ist, aber jetzt, wo ich wach bin, ein bisschen besser, mal entschlossen, einen Schnelltest zu machen. Ja, und die sind alle positiv. Also wir haben 4-mal getestet, jeweils ich 2-mal und Sarah 2-mal und ja, alles positiv. Also wir haben leider Charlie, wie man so schön sagt, und dementsprechend fällt der Urlaub jetzt ins Wasser. Ich habe jetzt hier schon angefangen, den Koffer schon wieder auszuräumen und ja, wir bereiten jetzt gerade Frühstück vor. Schwiegereltern wissen auch schon Bescheid. Ja, mal gucken, wie es bei ihnen so ist. Die wollten sich auf jeden Fall sicherheitshalber auch noch testen. Ich hoffe, die beiden haben sich nicht angesteckt bei uns, weil die sind am Montag ja noch da gewesen und ich weiß jetzt nicht, inwieweit rückwirkend man dann irgendwie ansteckend ist oder so. Ja, müssen wir dann einfach schauen. Auf jeden Fall, ja, ist das mit uns, mit dem Urlaub soweit gewesen. Und ich denke mal, ja, wir müssen dann heute mal abwarten, wie sich der Tag so entwickelt. Wenn es mir nach wie vor so gut geht wie jetzt oder vielleicht auch noch ein bisschen besser, das kann ich jetzt schwer abschätzen. Oder ob es bei mir gerade erst anfängt, keine Ahnung. Dann ja, werde ich wahrscheinlich die nächsten Tage dann auch flach liegen, wenn wir Pech haben. Also ja, wir müssen mal schauen. Auf jeden Fall gibt es jetzt erstmal Frühstück und dann melde ich mich später wieder. Bis dann, ciao. Moin, moin, ich bin jetzt gerade aufgestanden. Ich wollte euch mal ein kurzes Update geben. Und zwar, ja, gestern Morgen habe ich ja noch gevloggt. Von wegen, ja, wir haben jetzt Charlie und mir geht's soweit gut. Ja, ich muss sagen, das hat sich gestern dann doch ab 11, halb 12 rum dramatisch geändert. Und ich hatte so richtig, dass ich wenig Luft bekam und dass ich die Nase zu, Kopfschmerzen wie Sau, schlapp und fix und fertig und ja, das ganze Programm irgendwie, außer dass mir jetzt nicht schlecht war und dass ich jetzt auch keine Magenprobleme hatte, aber ansonsten war irgendwie alles dabei und dementsprechend habe ich mich dann hingelegt. Sarah ist ja sowieso auch krank und habe dann den ganzen Nachmittag geschlafen, immer mal mit zwischen kurzen Pausen, wo ich dann mal wach war und dann den ganzen Abend und dann die ganze Nacht quasi bis jetzt gerade eben. Ja, ich war heute Nacht um 4 schon mal wach. Da ging es mir ja schon ein bisschen besser.
Und jetzt, wo ich aufgestanden bin, geht es mir noch mal ein Stück besser. Ich weiß aber nicht, ob das heute so bleibt. Deswegen wollte ich jetzt noch mal kurz ein Update geben. Und ja, ich würde jetzt gleich erstmal so ganz langsam und entspannt in den Tag starten und einfach mal so ein bisschen, ja, rausfinden, wie sich das heute so entwickelt und ob ich vielleicht über den Berg bin. Natürlich können wir jetzt nicht irgendwie die Berge versetzen heute. Also ich denke mal, wenn ich jetzt anfange, irgendwie sowas Anstrengendes zu machen wie Büsche ausgraben oder was weiß ich was, dann ja, dann gibt mir das wahrscheinlich nochmal wieder einen Dämpfer und dann kommt es wahrscheinlich nochmal wieder zurück. Deshalb müssen wir so ein bisschen was aussuchen, was, ja, was uns voranbringt, aber was uns nicht irgendwie wieder zurück ins Bett bringt. Ja, naja, ich würde jetzt erstmal ganz entspannt aufstehen und ich werde jetzt gleich erstmal einen Kaffee trinken und ja, wir gucken dann einfach mal gleich, was dann so wird heute und ja, dementsprechend würde ich sagen, bis gleich. Ich wollte euch mal einmal die Physalis zeigen. Ich glaube, das habe ich in dem letzten Vlog gar nicht gemacht. Die steht ja seit ungefähr 1,5 Wochen jetzt hier auf der Waschmaschine. Und ja, jeden Tag, wenn ich hier reinkomme und die Hasen füttere und die Minka füttere, kann ich hier eine Handvoll Physalis ernten. Heute auch wieder. Und da sind noch super viele dran. Also man sieht es dort vielleicht so ein bisschen stellenweise, aber die ganz grünen seht ihr zum Beispiel vielleicht gar nicht hier, überall, dort, dort. Da sind überall noch Lampignons dran. Hier vorne auch. Ja, so sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Und ganz da oben, da, warte, treffe ich das? Da sind sogar noch Blüten dran und hier überall. Ich bin mal gespannt, ob die tatsächlich vielleicht auch noch, ja, was ist denn los, Minka? Ob die auch noch zu Früchten werden und ob die auch noch reif werden. Es ist ja angenehm warm hier drin, so um die 19 Grad, 20 Grad. Und ja, das scheint der wohl ganz gut zu gefallen. Die paar gelben Blätter, die sie jetzt hat, die hatte sie vorher schon vom draußen stehen. Ja, aber es scheint ihr sehr gut zu gefallen hier drin. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze hier so entwickelt. Und ja, ob sie den Winter tatsächlich überlebt. Genauso wie unsere Chili und Paprika. Die Paprika bekommt so ein paar krause Blätter hier und da, die Chili auch. Ich werde die mal bei Gelegenheit jetzt düngen diese Woche. Noch ist die Erde feucht, deswegen will ich jetzt nicht gießen. Ich warte, bis das ein bisschen abgetrocknet ist und dann werde ich da auch noch mal ja, ein bisschen düngen mit Blumendünger. Bio-Blumendünger. Und ja, dann bin ich mal gespannt, ob wir die auch über den Winter kriegen. Und wie das dann nächstes Jahr so wird, wenn wir dann in die neue Gartensaison starten, dann haben die ja praktisch schon einen riesen Vorsprung. Und ja, mal schauen, wie groß die Physalis dann nächstes Jahr wird. Die wird wahrscheinlich dann hier nicht mehr überwintern können. Ja. Naja. Ja, Leute, ich bin jetzt ungefähr 2 Stunden wach, habe einen Haufen Hausarbeit erledigt und ja, Tiere gefüttert etc. pp. Und ich muss sagen, so langsam merke ich, wie der Energiespiegel wieder so ein bisschen ja, abflacht und abfällt. Ja, ich hoffe, das berappelt sich gleich wieder. Aber ja, ich bin ja gestern, wie gesagt, so aus der Latschen gekippt den Tag über. Da ist es, glaube ich, auch noch nicht verwunderlich, wenn ich heute noch nicht so ganz wieder auf dem Damm bin. Äh, ja, vielleicht kommt es ja auch noch, dass es noch weiter, dass ich mich nachher wieder hinlegen muss. Ich werde jetzt gleich erstmal einen gemütlichen Kaffee trinken. Das habe ich ja die ganze Zeit schon vorgehabt, aber irgendwie habe ich jetzt so von einer Arbeit in die andere und immer mal so ein Stück weiter. Ja, und dann werde ich mir dabei erstmal überlegen, was wir dann heute so machen können. Guck mal, wie sich meine Energie dann regeneriert. Und ja, dann muss ich wahrscheinlich gleich oder möchte ich gleich wahrscheinlich noch ein Brot backen fürs Frühstück. Da muss ich mich dann auch noch ein bisschen ranhalten. Ja, ich habe jetzt ungefähr noch 2 Stunden Zeit. Also ja, muss ich da gleich auch schon mit anfangen.
Wir haben zwar auch noch 2, 3 Brötchen, aber ja, ich muss gucken. Oh, ich muss niesen. Da. Okay, ich kann es noch unterdrücken. Naja, auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal meinen Kaffee trinken und dann gucken wir mal zusammen weiter, was der Tag heute sonst noch so bringt. Also bis gleich. So, liebe Leute, ich muss jetzt leider erstmal wieder eine Pause machen. Ich habe jetzt, habt ihr ja gesehen, die Leiste geschliffen und schon angeschraubt. Der nächste Schritt ist dann die obere Platte fertig zu machen, also die Maße dort eine Schablone anzufertigen sozusagen und dann das auszuschneiden. Aber ich glaube, ich brauche erstmal wieder eine kleine Pause, weil gerade merke ich, wie mein ganzer Kopf sich wieder zusetzt und Kopfschmerzen und das ist ja auch kalt draußen. Ich glaube, ja, wir haben jetzt draußen 1 Grad und in der Scheune lass es 5 Grad sein oder so. Und ja, die Nase läuft einfach ununterbrochen. Die muss ich mir ständig putzen. Und ja, man soll das Schicksal ja nicht herausfordern. Nicht, dass jetzt nachher dadurch, dass ich jetzt das für die Gewalt herausfordere, dass ich dann gleich wieder liege und weiter schlafen muss und dann wahrscheinlich morgen auch noch oder so. Dann lieber heute ein bisschen vorsichtiger und dafür dann morgen vielleicht ein bisschen mehr. Mal schauen. Aber ich kann noch nichts versprechen. Auf jeden Fall ist jetzt erstmal eine kleine Pause angesagt. Und ja, dann werden wir nachher irgendwann mal Mittag essen. Ja, ich denke so in 1, 2 Stunden oder so. Und ja, da muss ich mal gucken, wie ich dann drauf bin. Ob ich dann noch die Fensterbank fertig mache und das vielleicht noch ein bisschen öle. Das hatte ich ja eigentlich heute vor. Oder ob ich mich dann einfach hinsetze an den Arbeitsrechner und den schon mal einrichte. Ich muss noch einen Haufen Zeug vorbereiten dort, also Datenbänke anlegen und sowas alles. Und ja, das bietet sich ja eigentlich auch an. Da sitze ich dann wenigstens schön an der Warmheizung und kann mich noch ein bisschen dabei auskurieren. Was weiß ich, heiße Zitrone dazu oder sowas. Ist natürlich dann für diese Vlogwoche richtig doof, weil es gibt ja wirklich kaum was zu sehen. Also ich muss das nachher mal schneiden. Ich werde nachher mal die Daten auch auf den PC rüberziehen und vielleicht schon ein bisschen anfangen, das zu schneiden. Und dann muss ich mal gucken, was ich daraus
was machen kann oder halt nicht. Ich meine, wenn das jetzt nur eine Aneinanderreihung von Updates von Tag zu Tag ist, dann ist das ja auch eigentlich ein bisschen langweilig für euch. Naja, ich muss mal gucken. Aber sowas gehört halt auch zum Leben dazu. Und ja, manche Wochen sind halt einfach so. Und wir sind ja, sage ich mal, ein Vlog-Channel. Und da braucht man sowas ja auch nicht auslassen. Haben wir bis jetzt ja auch nicht gemacht. Naja. Das sei denn, das kommt irgendwann mal der Tag, wo es dann wirklich nicht geht. Da müssen wir dann ein Video verschieben oder sowas. Das wäre vielleicht jetzt auch gewesen, wenn es jetzt übers Wochenende schlimm geworden wäre. Aber ich denke, ich kriege das diese Woche noch geschnitten. Ja. Es sei denn, aber wie gesagt, wenn es viel zu langweilig ist, dann werde ich es nicht komplett schneiden und dann mache ich nur irgendwie ein Update-Video oder sowas, keine Ahnung. Also bis später. Hallo Leute und herzlich willkommen am Samstag. Ja, ich muss sagen, der Samstag, der fängt jetzt so richtig beschissen an. Ich habe tierische Kopfschmerzen. Ich bin jetzt ja auch schon, weiß ich nicht, 2,5 Stunden wach oder so, weil ich auch einfach nicht mehr liegen konnte. Aber der Schädel, der dröhnt so dermaßen und die Nase ist normalerweise auch komplett zu. Also ich habe bestimmt schon seit um 3 oder so bestimmt 3 oder 4 Mal Nasenspray benutzen müssen, damit ich überhaupt ein bisschen atmen kann. Also richtig, richtig doof gerade. Deshalb, ja, ich schaue mal, ob ich nehme gleich mal eine Schmerztablette und dann schauen wir mal, ob heute noch irgendwas wird oder halt nicht. Also aktuell sieht es nicht so gut aus. So Leute, 2 Stunden später und ja, jetzt gerade geht es mir deutlich besser. Die Kopfschmerzen sind weg und ja, was heißt weg? So ein ganz bisschen sind sie noch da, aber jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, das fesselt mich jetzt ans Bett. Sogar die Nase ist gerade frei zurzeit und ja, ich würde sagen, jetzt ja, tue ich einfach noch mal ein bisschen was machen, weil ich kann einfach nicht mehr liegen. Ich habe die letzten Tage ja entweder am Schreibtisch gesessen oder im Bett gelegen und dementsprechend, ja, ich muss mich mal ein bisschen bewegen. Also mein Rücken tut schon weh, so in dem Sinne, wie man das halt hat. Wenn man halt viel Bewegung gewöhnt ist und lange liegt, dann tut irgendwann der Rücken einfach weh und dann dreht man sich die ganze Zeit in eine andere Position, nur um herauszufinden, wie man am besten liegen kann. Also es sind jetzt keine schlimmen Schmerzen, aber man merkt halt so die Muskeln und so. Und man hat so dieses innere Gefühl, ich muss mich jetzt mal wieder ein bisschen bewegen. Ja, und das habe ich gerade und dementsprechend, ja, will ich jetzt doch nochmal versuchen, ein bisschen was zu machen heute. Soweit die Füße tragen, sage ich mal. Ja, wir fangen mit der Fensterbank oben an und dann schauen wir einfach mal, was sich so den Tag über so ergibt.
So, ich habe jetzt das Ganze hier mal vorbereitet. Ich musste, wie ihr vielleicht gesehen habt, hier vorne noch eine Verdopplung aufleimen, da die Nut, die ich hinten reingeschnitten hatte, 2 Zentimeter nicht überall hingehauen hat. Und ja, jetzt habe ich auf der rechten Seite noch so einen halben Zentimeter, den ich ausgleichen muss, wo es dann höher schnabeln würde. Und da hatte ich jetzt keine Lust, da großartig mit einer Schraubzwinge alles zu quetschen, sondern dann tue ich es einmal komplett aufdoppeln und das wird ja dann sowieso dann nachher mit Acryl aufgeklebt und vorne verleimt und dann befestigt. Also dann liegt das alles insgesamt viel schöner und auch viel ebener und ich habe auch ein bisschen Luft, das Ganze ein bisschen auszurichten. Ja. Das muss jetzt aber erstmal trocknen und in der Zeit werden wir dann jetzt mal frühstücken. Schönes Käffchen trinken und ja, dann würde ich sagen, geht's weiter. Dann werden wir das Ganze gleich abschleifen und ja, montieren oben. Und dann, denke ich mal, werden wir hier ein bisschen aufräumen. Ich muss die Schneefräse ja noch fit machen für den Winter. Das Moped, das kann winterfest gemacht werden. Die ganzen Farben und Lacke und alles, die möchte ich in den Karton packen und in den Keller schaffen oder in den Heizungsraum oder irgendwo ins Haus halt, damit es warm ist, damit die halt nicht so kaputt gehen, auch der Fensterkit und sowas alles. Man weiß ja nicht, wie kalt es jetzt wird im Winter. Ja, das würde ich machen und dann ja den Lorbeerstrauch, den müssen wir auch noch irgendwie zusammenschnüren und irgendwo hinstellen, wo man den dann halt regelmäßig gießen kann, aber halt, wo er halt nicht stört. Ja, das würde ich jetzt dann nachher mal machen und ich würde sagen, erstmal Frühstück. Bis gleich. So, Leute, ja, ihr habt gesehen, ich habe jetzt ein bisschen aufgeräumt, mal einen Großteil der Sachen, die wir noch vom Umzug hier in dieser Werkstatt, wo ich gerade stehe, stehen hatten, nach oben geschafft, dort wo es trocken ist, weil hier ist es so in Bodennähe. Dadurch, dass hier kein Fußboden drin ist, sondern nur Boden, ist es immer ein bisschen feucht hier. Also ja, eigentlich kaum, aber man kann hier nichts auf den Boden stellen, weil das wird dann irgendwann mal feucht. Ja, dementsprechend ist hier aber auch, weil es so vollgestellt war, gar kein Luftzug. Und da habe ich mir dann sowieso vorgenommen gehabt, vor dem Winter das Ganze hier mal auszuräumen und dann hier die ganzen Werkzeuge und die provisorische Geschichte für die Werkstatt für den Winter hier reinzuräumen. Und dann hätte man auch die Möglichkeit, hier die Tür zuzumachen und vielleicht diesen kleinen Bereich hier auch ein bisschen zu beheizen, wenn man hier jetzt mal tagsüber ist und ja, irgendwelche Holzteile schleift oder wie auch immer. Ob ich da überhaupt zu komme, das muss ich ja sowieso zeigen. Das ist ja nach wie vor eigentlich, dass ich mich hier auf meinen neuen Job vorbereite und dass ich ab den 1.12. dann generell sowieso mich da erstmal voll rein fokussieren muss, um dort halt anzukommen und das alles halt zu managen.
Ja, und dementsprechend weiß ich auch gar nicht, ob ich da überhaupt zukomme. Aber den Raum hier leer zu räumen ist generell wichtig. Ich konnte bei der Fensterbank nicht weitermachen, da durch diese Temperaturen der Leim nicht abbindet, jedenfalls nicht so schnell, wie er sollte. Und das Ganze noch ein bisschen deutlich länger braucht, um auszuhärten. Deshalb ja, lasse ich es jetzt einfach trocknen bis nächste Woche und dann machen wir das am Montag oder so. Und ja, das hier werde ich jetzt auch erstmal so weit liegen lassen, denn ja, ich merke, wie so langsam wieder die Energie weg ist, so richtig, ja, als wenn du irgendwo so einen kleinen Vampir hättest, der dir die Energie absaugt plötzlich und du hast dann nur noch so, denkst dir so, ach du Scheiße, ja, naja, man soll ja auch generell, wenn man krank ist, erstmal 2-3 Tage liegen bleiben und ja, ich dachte jetzt nur, weil kein Fieber ist, ein bisschen Bewegung ist halt gut für mich auf jeden Fall. Ja, so kommt auch vielleicht mal ein bisschen Blut in den Kopf und man ist wieder ein bisschen klar bei Verstand. Weil das ist immer so eine Sache, wenn man halt die ganze Zeit rumliegt und ja, was will man großartig machen? Irgendwas liest oder YouTube-Videos schaut oder so, dass man dann so ein bisschen ja, Apfelmus im Kopf hat, sage ich mal. Und da tut es dann schon ganz gut, wenn man ein bisschen rauskommt und generell mal so ein bisschen, ja, frische Luft schnappt. Auch wenn ich mich jetzt hier immer noch in der Werkstatt befinde. Aber naja, ich sehe auch gerade, das hier ist grünes Glas. Und das hier scheint so eine Art leicht rosanes Glas zu sein. Das ist das erste Mal, dass mir das auffällt. Grün, rosa, rosa. Das ist sowieso so ein Buffetschrank, wo ich mir überlegt habe, wenn wir es schaffen, irgendwann den mal zu restaurieren, weil der ist richtig alt und den halt komplett abschleifen, die ganzen Beschläge runter und dann mal gucken. Aber es ist auch ein bisschen der Holzwurm drin, deswegen ja, weiß ich nicht, ob sich das überhaupt noch lohnt. Ja. Naja, auf jeden Fall merke ich, dass mir die Energie abgezogen ist und dass ich jetzt wieder eine Pause brauche. Es ist zwar jetzt erst gleich gegen 1, aber ja, so langsam ist halt dieses ja, energielose, so wie als wenn man jetzt 24 Stunden körperlich voll durchgearbeitet hat mit ganz wenig Schlaf oder so. So fühle ich mich gerade. Und ja, deshalb ist es besser, jetzt aufzuhören und eine Pause zu machen. Und dann werde ich mich heute Nachmittag wieder ein bisschen mit dem PC beschäftigen, dort die Datenbänke weiter anlegen und so. Je mehr ich davon schaffe, je besser ist es ja. Dann haben wir nämlich, sobald ich wieder fitter bin, auch ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Kapazitäten hier im Haus was zu machen. Ja. Ach ja. Auf jeden Fall, denke ich mal, sind wir dann auch so ziemlich am Ende des Vlogs angekommen für diese Woche. Ich weiß nicht, ob heute Nachmittag noch irgendwas kommt, deswegen mache ich mal noch nicht ganz die Verabschiedung. Aber ihr wisst schon mal, jetzt, da kommt nicht mehr so viel. Vielleicht noch irgendwie, wenn wir zwischendurch was passiert, wenn wir da was zu erzählen haben oder so. Ja, müssen wir mal gucken, ob sich da was ergibt. Ja, gut. Ich würde sagen, dann mache ich jetzt erstmal hier die Lichter aus und dann werden wir erstmal eine kleine Pause machen. Also bis dann. Ciao. So, jetzt mache ich hier mal ein kleines Bonusvideo, von dem ich nicht weiß, ob ich es in den Vlog reinschneiden werde, weil es halt, ja, ein bisschen abgedreht klingt oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, glaube ich, dass wir auch so ein bisschen Nebenwirkungen haben von Charlie. Und zwar, ja, kann man, glaube ich, vom Kopf her so ein bisschen merken, dass einem der Sauerstoff ein bisschen fehlt, weil ich habe die ganze Zeit, seit heute Nacht oder so, oder gestern auch schon so ein bisschen immer das Gefühl, wenn ich dort oben im Platz in meinem Bett liege, dass dort irgendwas durchhuscht vom Wäschezimmer in Sarahs Arbeitszimmer oder in mein Arbeitszimmer und dann immer so, aber immer nur ein Bruchteil einer Sekunde. Manchmal auch, wenn ich auf den Fernseher geguckt habe, brauche ich ja nur so machen, dann kann ich da schon hingucken. Also es ist nichts. Jedenfalls nicht, dass ich was gesehen hätte, weil manchmal, wenn ich gesehen habe, es bewegt sich was Richtung Sarahs Arbeitszimmer, dann hätte ich es sehen müssen, weil ich fast direkt praktisch drauf geguckt habe. Also sonst hat sich dann in der Luft aufgelöst. Es hätte die letzte Strecke nicht mehr zurücklegen können, ohne dass ich es gesehen hätte. Naja, auf jeden Fall klingt das ein bisschen verrückt. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das in den Vlog reinschneide. Denn ja, ich gehe mal davon aus, dass das Nebenwirkungen sind. Vom halt, man hat immer das Gefühl, weißt du, die Kraft fehlt und dieses... Man kann ein bisschen schwerer durchatmen, es scheint ein bisschen auf der Lunge zu sitzen und so. Und
ja, ich denke mal, das wird dann einfach ein bisschen Sauerstoffmangel sein. Das konnte ich gerade eben übrigens auch merken, wo ich hier rauf und runter geklettert bin. Dass es dann so ein bisschen sich hier in der Brust zusammengeschnürt hat und dass ich ein bisschen mehr atmen musste. Naja, auf jeden Fall habe ich dann immer diese Gestalten wahrgenommen, so im Augenwinkel und auch ganz nachts, also wenn es wirklich sehr dunkel war. Da steht was Reflektierendes auf Sarahs Kommode und die Tür zu ihrem Arbeitszimmer ist eigentlich immer auf, wenn sie nicht dort drin ist. Und das Reflektierende sieht man halt immer. Das sieht so ein bisschen aus wie zwei Augen in der Dunkelheit. Und ja, heute Nacht hatte ich auch immer ab und zu, wenn ich dann wach war und so, dann sieht man halt nur schwarz und dann so ein bisschen meine Kommode dort und dann halt dieses reflektierende Teil dort hinten drin. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ja, dass es auch ab und zu mal kurz weg war. So dieses reflektierende Ding auf Sarahs Kommode. Also wenn da irgendwie wirklich in der Dunkelheit etwas durchgehuscht ist und ja, dann praktisch, ja, wie soll ich sagen, ja, so wie halt in Zwielicht man halt wirklich eine Gestalt wahrgenommen hat, so dann praktisch halt nur wahrgenommen, dass irgendetwas kurz die Reflexion bedeckt hat. Das habe ich so ein bisschen die ganze Zeit so gesehen. Ja, ich bin überzeugt, dass es die Nebenwirkungen sind von diesem langen Rumliegen. Der Kreislauf ist relativ runtergefahren gewesen und generell so ein bisschen dieser Sauerstoffmangel und so weiter. Also das wird es wahrscheinlich sein. Jetzt hat nur Sarah gerade eben auch geschrieben. Also ich war dann hier, habe dann für euch gefilmt und als ich dann das Handy dann vom Stativ genommen habe, hat sie dann geschrieben, ja, ich glaube, ich habe Halluzinationen. Ich sehe die ganze Zeit hier immer im Augenwinkel, als wenn dort irgendwas durchhuscht. Dann habe ich hier geschrieben, ja, das habe ich auch schon gesehen. Das sind wahrscheinlich die Nebenwirkungen etc. pp. Aber wie gesagt, ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig und ja, ne, doch, ich weiß es eigentlich hundertprozentig. Also wenn, dann müsste es ein Hausgeist sein oder so. Also es kann eigentlich theoretisch nicht irgendwie sein, dass sich hier jemand durch ein Fenster irgendwo reingeschlichen hat und jetzt hier heimlich lebt oder so. Vor ganz zu schweigen, der würde ja nicht alle 20 Sekunden dort durchs Arbeitszimmer huschen und ja, sich so bemerkbar machen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann jetzt die Kamera, die hier im Zwischenraum war, im Zwischenanbau, da wo wir die Heidelbeere eingepflanzt haben, wo die ganzen Erdbeeren auch sind, oder die Himbeere, da stand ja eine Kamera und die ist eigentlich vollkommen überflüssig, weil dort kommt eigentlich eh nichts hin, außer vielleicht mal ein Vogel oder sowas oder ein Einbrecher, wenn er gut klettern kann. Und ja, die Kamera habe ich jetzt mal mitgenommen, habe die jetzt mal oben in mein Regal gestellt und die filmt jetzt halt genau dorthin, wo halt immer diese angebliche Gestalt durchhuscht. Bin ich mal gespannt, ob wir was aufzeichnen und wie das Ganze dann ja aussieht. Ich glaube nicht, dass wir das aufzeichnen werden, weil ich habe wirklich auch jetzt nicht mehr, also jetzt durch das Hoch- und Runterklettern und so, habe ich halt gemerkt, auch wie mein Kopf wieder klarer wurde und so. Aber so heute, wo ich noch nicht viel gemacht hatte, hatte ich halt auch immer so ein bisschen das Gefühl, als würde es ein bisschen verschwimmen und so vor den Augen. Also ganz eigenartig. Und ich denke mal, daran wird es liegen. Wir haben jetzt in den letzten Tagen ja wirklich, ich habe überwiegend am PC gesessen. Gestern natürlich ein bisschen hier was gemacht, dort was gemacht, aber ja, die hauptsächliche Zeit halt wirklich bloß gelegen, weil halt die Energie nicht da ist und weil man halt auch, jetzt zum Beispiel ist meine Nase noch frei, aber die kann ich schon merken, die wird gleich wieder zu sein. Ja, und das raubt einen halt richtig viel Energie und deshalb denke ich mal, das wird das sein, warum man sich dann sowas einbildet. Weil das sind ja manchmal einfach nur irgendwelche Lichtreflexionen, die dann irgendwie eine Fehlinformation ins Gehirn senden oder was weiß ich. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal das Licht aus. Ja, dunkel, dunkel. Ja. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir da noch was filmen. Die Kisten müssen übrigens auch noch nach oben. Das ganze Gebamsel hier auch noch. Aber das machen wir dann kommende Woche. Für heute ist jetzt erstmal Schluss. Und ich bin mal gespannt, ob wir auf der Kamera noch was sehen und wie sich das Ganze so ein bisschen weiterentwickelt. Und
ob ich das hier in den Vlog reinschneide, weil ich denke eher nicht. Gut, liebe Leute, also bis später. Nein, du darfst hier nicht hoch. Nein, du kriegst wieder woanders hin. Geh da runter. Ja, du darfst hier nicht hoch. Was? So, ich habe Flocke gerade mal runtergebracht. Ich bin richtig außer Atem. Also seit ich dort Feierabend gemacht habe, ist das schon, war schon gut. Naja, ich bin jetzt mal hier oben auf den Dachboden gegangen, denn Sarah meinte, so in den letzten 20 Minuten, dass das so ein bisschen geknarrt hat, als wenn jemand hier unten durch den Flur läuft. Ein bisschen lauter und knietschiger. Und ja, keine Ahnung, ich gucke jetzt mal einmal, ob hier wirklich irgendwo einer reingeschlichen hat. Denn diese Tür hier kriegt man aber eigentlich nicht so einfach. Ich weiß es nicht. Hier könnt ihr leider nichts sehen, hier haben wir kein Licht. Aber so in der Zwischenetage, wo wir gerade eben noch Sachen eingeräumt haben, und hier ganz oben ist auf jeden Fall niemand. In der Zwischenetage kann ich jetzt nicht 100% ausschließen, weil ich es nicht sehen kann. Oh, cool. Ich dachte, die Tür kann man nicht abschließen, aber man kann sie abschließen. Gut, haben wir das wenigstens mal zugemacht. Ja, ich bin jetzt mal hier ein bisschen rumgelaufen, habe hier mal geguckt, ob sich vielleicht hier jemand versteckt. Ist ja auch ein bisschen cool. So dieses ja, angespannte Gefühl, ob man jetzt wirklich jemanden findet hier oben. Aber hier ist definitiv niemand. Sei denn, der versteckt sich so gut in der dunklen Nische, dass ich ihn nicht sehen kann. Aber ich denke mal nicht. Also, ja. Aber man merkt richtig, wie ich außer Atem bin, obwohl ich nur ein paar Schritte gegangen bin und die Flocke gerade einfangen musste. Ja. Naja gut, ich würde sagen, hier tickt noch eine Uhr. Ja, ich würde sagen, hier oben ist auf jeden Fall niemand. Der hätte sich auch nicht so schnell wieder verstecken können, weil dann müsste er zum Beispiel, wenn er jetzt sich dort verstecken würde, müsste er sich erstmal einen Haufen Zeug zur Seite räumen, damit er dort reingehen kann. Und das schaffst du in so einer kurzen Zeit halt auch nicht. Und ja, ich weiß nicht, kennt ihr das? Wenn du so ein bisschen noch so diese Angst, nee, Angst vielleicht ein falsches Wort, aber dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht und man dann plötzlich aber dann was sieht. So Beispiel, ich bin jetzt die ganze Zeit hier oben am Rumlaufen, gucke in jede Ecke und so, finde aber nichts. Und weil ich so konzentriert war, in den Ecken zu gucken und irgendwas zu suchen oder so, sitzt jetzt zum Beispiel hier oben einer auf der Zwischendecke, den man halt super sehen könnte oder so zum Beispiel. Ne? Oder steht einfach in der Ecke und ich habe ihn nicht gesehen. Und ja, das ist auch immer noch sowas, wo man dann denkt, ich gucke lieber noch mal zweimal. Ja, naja. Auf jeden Fall ist hier Entwarnung. Ich wollte sowieso noch mal einmal schauen, weil ich heute Nacht ja auch so ein Knatschen gehört habe. Und
Ja, das kam aber von draußen. Also das war jetzt windig heute Nacht draußen und dann hört man so ein bisschen halt die Bewegung an der Schieferfassade so ein bisschen. Und ja, dadurch, dass es jetzt so war, dachte ich, gucke ich mal hier einfach trotzdem nochmal zur Sicherheit nach. Und jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass sich hier nicht irgendwo jemand vor der kalten Jahreszeit versteckt. Aber wenn dem so wäre, dann könnte der sich auch einfach mal melden und dann könnte er auch das Gästezimmer benutzen. Naja, gut. Ich melde mich dann später. So Leute, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen albern ist, aber ich habe jetzt gerade den Vlog soweit geschnitten. Also ich muss auch immer noch duschen. Und ich habe jetzt gerade die Stelle gehabt, wo ich oben auf dem Dachboden rumlaufe. Und da sieht man dann im Hintergrund den Schrank, der dort offen ist, so ein Stück weit. Und rein theoretisch könnte sich dort jemand reinstellen. Und ich bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, ob ich... Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass dort Böden drin sind, aber wir gucken trotzdem nochmal nach. Und zur Sicherheit habe ich die Kamera mit dem Infrarot, was man tatsächlich sieht. Die werde ich da oben mal aufstellen. Mal gucken, was die Nacht so bringt. Den Vlog werde ich aber heute schon fertig schneiden. Das heißt, ihr werdet das heute nicht mehr. Nein, du bleibst diesmal hier. Die kommt auch sofort, weil sie genau weiß, ich gehe da jetzt rein, dass sie da sich hin verstecken kann. Aber nein. So, wir machen hier mal wieder zu. Oh. Nee. Jetzt geht das Licht. Na. Muss aber anbleiben. So. Okay. Das ist natürlich noch gruseliger. Da hinten reflektiert sogar eine Kiste. Ach, ihr seht fast gar nichts. Naja, gut. Vielleicht werde ich es eh nicht reinschneiden. Ah Gott, man sieht es. Den Schrank hier meinte ich. Aber ja, es sind definitiv Böden drin. Gar kein Problem. Alles gefixt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Verstehe ich gar nicht, dass man das nur so wenig sieht. Obwohl das ja eigentlich super hell ist, wie ihr jetzt gerade seht. Naja. Ne, jetzt ist es ganz dunkel. Ui. Ich falle jetzt nicht auch noch hier runter. So. Gut. Ach, keine Ahnung, was das für eine Funktion ist, dass der ab und zu mal angeht und aus und keine Ahnung. So, jetzt ist auf jeden Fall alles zu. Und ich kann fertig schneiden und duschen gehen. So, liebe Leute, bevor der Vlog gleich endet, hier vielleicht nochmal 1, 2 Sachen zum Fachwerkraumtrenner. Und zwar hatten wir euch ja gefragt, wie ihr das Ganze gestalten würdet, wie ihr das Ganze von eurem Geschmack her findet. Würdet ihr das eher dunkel gestalten, so wie die Deckenbalken, oder würdet ihr es in der Birkenlasur, so wie, sage ich mal, oben die Badezimmertür oder halt auch vieles von dem Holz oben in verschiedenen Räumen. Ich glaube, wir haben ja auch im Wäschezimmer die Wandpaneele auf der einen Seite auch in Birken oder Hellbirke Lasur gestrichen. Ja. Ich würde sagen, das Ergebnis ist recht eindeutig und zwar wünscht sich die Mehrheit, dass wir das Ganze dunkel gestalten, in braun, so wie die Deckenbalken halt auch gemacht sind. Wir haben auch von der Familie so ein paar, sage ich mal, Zusatzstimmen, die man jetzt nicht sieht, bekommen und da ist auch die überwiegende Meinung, dass wir das Ganze braun gestalten sollen, weil es einfach besser zu den Deckenbalken und zu den dunklen Möbeln passt. Ja, ich würde sagen, damit ist das Ganze jetzt soweit entschieden. Wir werden dann morgen die Umfrage rausnehmen. Es klingelt gerade, ich bin gleich wieder da, einen Moment. Hallo zusammen, kleiner Zwischenstand aus dem Krankenlager. Und ich habe gedacht, ich begebe mich mal in Christians Büro,
weil zum einen ich das Bild so schön finde und zum anderen, weil diese grüne Farbe hervorragend zu meinem aktuellen, oh, jetzt fokussiert, zu meinem aktuellen Projekt ganz gut passt. Diese kleine Bärenmütze kennt, oh, ich werfe Schatten, ein bisschen zumindest mit meiner Rübe. Diese kleine Bärenmütze kennt ihr ja bereits schon. Die habe ich im letzten Vlog, glaube ich, vorgestellt. Müsste ich eigentlich. Und ich habe dann die Bitte bekommen, beziehungsweise die Anfrage, dass eine Mama mit ihrem Baby, ich weiß nicht, ob ich die Namen hier nennen darf, deswegen sage ich es sehr allgemein, auch gerne eine Partnermütze hätte. Und Babys Lieblingsfarbe ist grün. Und deswegen, schaut mal, wie schön die Grünen zueinander passen, oder? Haben wir dieses satte Grün mit Christian zusammen ausgewählt. Ich habe so mehrere Grüns, so ein helles, ein sehr tannig dunkles und dieses hier. Und wir fanden das eigentlich am schönsten. Es sieht hier auf der Kamera auch so ein bisschen türkisig aus, aber es ist in Wirklichkeit viel grüner irgendwie. Ich gucke gerade den Abgleich mit der Wand und so. Es sieht in echt ein bisschen grünlicher aus. Hier hat es fast den Touch von Blau mit drin. Naja, wie dem auch sei. Das hier ist auf jeden Fall, warte, lasst mich das mal wegnehmen. Ich muss mich mal hier so ein bisschen drüber beugen. Die Mama-Mütze für Mama Bear. Und Babymütze bin ich gerade noch dabei. Da habe ich gerade den Schlauch gestrickt, weil ihr wisst ja, ich mache das ja alles doppelt. Also hier drin ist es ja auch doppelt. Es ist dadurch richtig, richtig dick und schön warm am Kopf. Und hier, wie schon gesagt, das ist auch doppelt gestrickt, dann entsprechend umgeschlagen und mit der Schnute ein bisschen fixiert, damit der Umschlag bleibt. Aber man kann theoretisch den Umschlag auch nach unten machen. Und die Ohrchen hier oben rangehäkelt und ausgestopft. Da habe ich gerade den Stuhl verschoben, Entschuldigung. Hier können wir es ja auch nochmal zeigen. Genau, die Ohren hier oben angehäkelt, ausgestopft mit Fäden und quasi genauso, nur eine kleine Zwischengröße wird dieses hier. Weil dieser Babykopf ist quasi ein frisch geborener Babykopf, der dort reingesteckt wird. Und dieser hier ist schon ein bisschen älter, aber auch noch ein kleiner Babykopf. Und das ist ja auch dehnbar, nicht, dass ihr euch denkt, hier, das ist nicht weit genug, das ist entsprechend logischerweise noch dehnbar. Und wir haben extra die Köpfchen ausgemessen, also der hier oben war ein bisschen schwierig, aber die sind da und den Mamakopf haben wir ausgemessen und die Durchmesser habe ich auch gecheckt. Die funktionieren auf jeden Fall hier. Es lebe die Kreisberechnung, hat doch Sinn gemacht, in Mathe aufzupassen. Genau, ich kann euch ja die Babymütze noch zeigen, wenn sie dann fertig ist. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch schaffe, aber das ist mein aktueller Stand. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, da war jetzt gerade der Paketmann da. Ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Eieiei. Das Ganze erstmal hier hingestellt. So, jetzt habe ich ehrlich gesagt gar keine Ahnung mehr, wo ich stehen geblieben war. Auf jeden Fall ja, werden wir das Ganze jetzt dunkel gestalten, so wie die Deckenbalken. Und wir haben auch schon ein bisschen geschaut. Das soll ja so natürlich wie möglich bleiben. Und da gibt es ein breites Angebot, sage ich mal, an Leinölfarben, Leinöl-Firnis mit Färbung drin. Und ja, wir werden wahrscheinlich jetzt mal schauen, dass wir einen bekommen in Walnussfarbe. Und das dürfte dann ungefähr der Farbton sein, wie die Deckenbalken die halt auch haben. Ja, also würde ich sagen, bestellen wir das jetzt mal. Wir können zwar noch nicht sagen, ob es jetzt nächste Woche dann schon kommt. Vielleicht fahre ich auch einfach in den Baumarkt. Ich denke mal, die werden auch eine große Auswahl haben, was das angeht. Ja, und dann werden wir das Ganze hier mal streichen. Denn nächste oder besser gesagt übernächste Woche soll ja eventuell schon das Sofa kommen. Und da wollen wir dann ja, sage ich mal, das Ganze hier auch soweit fertig haben. Ja, einwandfrei. Naja, auf jeden Fall vielen Dank für eure Stimmen in der Abstimmung. Das hat uns natürlich noch ein bisschen Sicherheit gegeben, weil es ist manchmal auch immer so ein bisschen, wenn man so, ja, gerade im Workflow drin ist, dann kommt einem so die Idee. Ich kann ja sagen, ursprünglich war es ja geplant, es soll dunkel werden. Oder habe ich vielleicht in irgendeinem Blog auch schon mal gesagt. Nur, ja, ist das Ganze dann so ein bisschen in meinen Kopf reingekommen, wo wir dann hier am Arbeiten waren, dass man es vielleicht doch hell macht, weil das Ganze den Raum auch ein bisschen heller macht und dann halt auch, ja, diese Farbe findet man halt auch häufiger hier mal wieder. Ja, aber im Endeffekt müssen wir sagen, wir tendieren dann auch eher zu dunkel,
weil wenn man reinkommt von dort und man hat überall die dunklen Möbel, die dunklen Balken, dann fällt das als weißer Raumtrenner dann doch schon recht deutlich auf und deshalb, ja, naja. Wir haben auch schon überlegt, ob wir vielleicht mal beigehen und das als Foto in Photoshop vielleicht mal einmal umdesignen, damit man vielleicht dann auch mal sehen kann, wie es ausgesehen hätte in weiß. Müssen wir mal gucken, ob wir uns das dann mal zeitlich irgendwie einbauen können, um euch das dann zu zeigen. Auf jeden Fall, ja, nochmal vielen Dank für die Teilnahme an der Umfrage und seid gespannt, wie es nächste Woche hier dann weitergeht. Also, ciao, ciao. Dann wollten wir euch noch was zeigen, nämlich eine ehemalige Berufsschulkameradin von mir hatte vor einigen Jahren schon zweimaliges Kinderglück und die Kiddies sind langsam raus aus dem Alter von diesen Büchern und von Christians Schwester, die Kiddies, also seine Neffen oder unsere Neffen, sind frisch ins Schulalter gekommen, beziehungsweise der Kleinste kommt noch ins Schulalter. Und da ist das doch das Perfekte. Diese Bücher, lustige Witze für Erstklässler, Schulgeschichten und nochmal, aber lustige Schulgeschichten dieses Mal. So ein paar Lesebücher und schaut mal, wie gut die Qualität halt ist. Als hätte das Kind vorher die noch nie benutzt oder mega gut in Schuss gehalten auf jeden Fall. Es sind nicht, wie man es sonst bei Büchern kennt, hier diese Risse an der Seite und sowas drin. Ich bin auf jeden Fall super begeistert davon. Die sehen richtig, richtig schön aus. Wirklich wie neu gekauft. Auch dieses hier, auch wenn es keinen festen Umschlag hat, ist alles keine einzige geknickte Seite. Na gut, das hier oben. Aber das nehmen wir jetzt mal hin. Das ist ja überhaupt nicht schlimm. Aber ansonsten wirken die Bücher, als hätte ich sie frisch gekauft. Und ich hoffe, ist das hier eigentlich genauso drin? Ja, Leserabe. Dass sich die Jungs darüber freuen. Und dass sie vielleicht auch über die lustigen Witze lachen. Wir kennen alle noch die Witzebücher von früher, nicht wahr? Ja, liebe Leute, ich habe jetzt doch noch die Fensterbank so weit fertig gemacht, zumindest das Deckholz draufgeklebt. Ich habe jetzt nicht mehr gefilmt, wie ich es in der Scheune dort geschliffen habe. Das war jetzt ja auch nicht mehr so viel Arbeit. Der Leim, der war dort auf jeden Fall immer noch nicht fest, deswegen habe ich das alles nochmal nachgeleimt und jetzt ist es über der Heizung warm genug, dass es halt relativ gut abbinden kann. Ich denke mal, in der Scheune war es einfach zu kalt, bei 4, 5 Grad, dass der Leim da überhaupt abbindet. Ja, und dementsprechend habe ich jetzt Leim genommen, der die ganze Zeit hier drin stand, bei Zimmertemperatur. Und habe das Ganze nochmal geleimt, jetzt mit Schraubzwingen festgemacht und jetzt passt es schon, würde ich sagen. Ja. Allerdings ist das jetzt auch ungefähr wieder eine Dreiviertelstunde Arbeit gewesen. Und ich würde sagen, jetzt ist aber wirklich, wirklich endlich Schluss für heute. Ich werde jetzt definitiv nur noch duschen gleich, mir meine Schlabberklamotten anziehen, wenn der Paketmann da gewesen ist. Und dann mache ich heute auch die Tür nicht mehr auf. Ja, werde ich mich nachher noch ein bisschen vor dem PC verkriechen, mache dann noch den Vlog für euch fertig, den ihr dann morgen Abend sehen könnt. Und ja, dann lasse ich den Tag einfach ausklingen. Ich denke, ich werde mir ein Buch schnappen oder sowas und dann einfach ein bisschen lesen. Also es geht bergauf. Also sowohl bei Sarah als auch bei mir. Es ist nachts immer schlimmer als tagsüber, aber ich habe heute zumindest das Gefühl, dass es heute schon deutlich besser ist als gestern. Und ich denke mal, morgen den Tag nochmal ein bisschen entspannen und chillen und im Bett bleiben, schön warm eingekuschelt. Dann bin ich auch wieder fit und dann können wir auch in die neue Woche starten, wie sich das gehört. Ja. Auf jeden Fall sind wir jetzt dann damit auch am Ende des Vlogs angekommen. Ich würde jetzt an der Stelle einfach mal, für diese Woche den Cut machen. Da kommt jetzt ja dementsprechend nichts mehr. Sarah wird jetzt nachher noch in die Badewanne hüpfen. Ich habe nämlich gelesen, das soll so mit Fiebersymptomen, also Fieber hat sie ja nicht, aber so Erkältungssymptomen ganz gut sein, wenn man jetzt ein heißes Bad nimmt und dann direkt danach in ein vorgewärmtes Bett. Das heißt, sie wird jetzt gleich nachher, wenn es ein bisschen später ist, in die Badewanne gehen und ich mache dann in der Zwischenzeit nachher, kurz bevor sie dann rausgeht, eine halbe Stunde vorher, mache ich hier dann noch eine Wärmflasche, lege die schon mal ins Bett und dann kann sie dann direkt aus der warmen Wanne ins warme Bett. Ja.
Und dazu vielleicht noch eine heiße Zitrone und dann geht es auch schon bergauf. Ja. Und ich denke, dann ist nächste Woche auch wieder alles tutti frutti. Ich hoffe. Na, ich habe auch gelesen, es kann auch ein bisschen länger dauern. Jedenfalls manche Symptome, so wie dieses Schlappsein und so, das kann noch bis zu 2 Wochen. Bei schweren Verläufen sogar noch länger. Aber ja, ich denke mal, das war's jetzt. Also ich merke zwar, dass die Kraft dann zwischendurch immer mal wieder weg ist, aber ich merke halt auch, dass deutlich mehr da ist wie in den letzten Tagen schon. Und ich denke mal, ja, ich bin so weit über den Berg. Und ja, für alle Leute da draußen, die jetzt gerade auch irgendwie krank sind oder so, wir wünschen euch auf jeden Fall gute Besserung. Lasst es ruhig angehen, kuriert euch gut aus. Das ist jetzt die Jahreszeit, wo ständig irgendwas in der Gegend rumfleucht und so und man sich dann schnell mal so eine komische Geschichte holen kann. Deswegen passt ein bisschen auf euch auf. Ja, und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, seid auf jeden Fall nächste Woche wieder mit dabei. Da wird bestimmt einiges passieren. Also ich habe mir auf jeden Fall einiges vorgenommen. Unabhängig davon, dass ich sowieso nebenbei dann noch meinen Berufsvorbereitungskram machen muss, habe ich mir hier trotzdem einiges vorgenommen im Haus, weil ich ja jetzt die letzten Tage mehr Zeit hatte, schon mal was aufzuarbeiten. Wird da auch die ein oder andere Überminute sein, wo man dann halt nochmal ein bisschen was machen kann, ja. Und ansonsten wünschen wir euch eine tolle Woche, einen schönen Start in die neue Woche und wir sehen uns dann nächste Woche. Ciao.